Was ich gerne erklären will. Damals, wo ich in Palliativ war, ich habe 10 Tage in Palliativ gebracht wegen der Krebsgeschichte. Und da ist der psychologische Aspekt der Krankheit für mich sehr, sehr, sehr wichtig geworden sind. Gell? Aufgrund, dass man liegt dort in der Sterbeplatz, generell kann man sagen, und man hat aber trotzdem seine Gedanken. Und da ist mir eingefallen, dass vielleicht das größte Teil für chronische Krankheiten ist eigentlich, wie man das selbst betrachtet, wie man das selbst verarbeitet, wie man die ganze Information verarbeitet, wie man mit das selbst zurechtkommt, wie man mit seiner Perspektive umgeht. Gell? Und es war sehr, sehr hart, ehrlich gesagt. Weil ich habe was gesehen damals. Das war ein reines Zufall. Nein, es war kein Zufall. Ich glaube nicht an Zufall. Ja. Ehrlich gesagt, seit ich dieser Krebsweg gehe, glaube ich schon, dass man kriegt das, was man braucht, in dem Moment, wo es braucht. Und was ich bekommen damals, war eine Geschichte über den schwarzen Punkt-Theorie. Es ist nicht so einfach zu erklären, weil ich habe das in Englisch gelesen. Gell? Aber ich werde versuchen, das zu übersetzen, weil ich glaube, dass das schwarze Punkt-Theorie könnten ein gewaltiges, kostenloses Hilfsmittel für jeder. Egal, ob man mit einer schweren Krankheit kämpft oder ob man einfach mit seinem Tagesumlauf nicht zurechtkommt. Lass mir das erklären, wie ich das sehen habe. Oder wie ich habe gesagt, ich muss das von Englisch auf Deutsch in der Kopf übersetzen. Okay. Ja, ich werde es versuchen. Es geht so, ein Lehrer kommt ins Klasse rein mit einem Überraschungsblatt vor. Ja. Händet die Studenten diese Platte aus und fragen sie, ob sie das umtragen kann und einfach darüber schreiben, was sie dort sieht. Die ganzen Studenten tragen sie die Platten um und sehen sie alle ein schwarzer Punkt in der Mitte. Verwirrt, aber gangen sie um die Arbeit. Ja. Nach 20 Minuten nimmt die Lehrer die Plattel von sie alle weg, ja, und fängt an durchzulesen. Ja. Mit der ersten Platte lädt er das, lässt er das, lässt er das. Und es ist ihm vorkommen, dass ohne Ausnahme hat jeder in das Glas über dieser schwarzen Punkt geschrieben. Die haben genau bezeichnet mit ihrer Beschreibung, wie groß der schwarze Punkt ist, wo es auf die Plattel steht, wie groß in Relation zu den Wahrheitsblasen. Und dann lacht der Lehrer. Der schaut den Studenten an und sagt, was? Mit das heute wollte ich irgendwas geben, um nachzudenken. Und sie haben genau das gemacht, was sie erwartet. Und jetzt werde ich es erklären. Ohne Ausnahme hat jeder über diesen schwarzen Punkt geschrieben. Keiner von euch hat über dieses schöne, weißes Blattel Papier. Und das geschieht sich täglich in unserem Leben. Siehst, mit unserer Geburt, mit unserer ersten Atmung und Geburt bekommen wir ein riesiges weißes Blatt Papier. Das ist unser Leben. Und wir füllen dieses Blatt aus mit unserer Hobbys, unserer Leidenschaft, unserer Erfahrung, unserer Liebe, einfach alles. Gell? Aber statt das zu sehen, fokussieren wir immer auf die Dunkelflecken, die kleinen Dunkelflecken. Die Flecken, was könnten vielleicht eine Geldsorgen sein, eine kleine Krankheit sein. Wir haben dieses ganze weißes Blatt, was bestimmt, wer wir sind, aber
in dem Moment, wo es irgendwas uns beschäftigt, irgendwelche kleinen Dunkelflecken auf unserer Platte, fokussieren wir mit unserer ganzen Geist dorthin. Und das Schade ist, wenn man das tut, man verpasst das Rest. Man hört auf, sein Leben zu schreiben. Ja? Und es ist wichtig, dass man die Dunkelflecken wahrnimmt. Aber es ist auch wichtig, dass unsere Aufmerksamkeit und Energie in das investiert, was uns das Leben mal Sinn bringt. Unserer Liebe, wisst ihr schon, alles, was das Leben wirklich schön macht. Ich meine, das Natur erneuert sich jeden Tag, es gibt die Liebe, die Freundschaft, alles, was das Leben schön macht. Gell? Da soll man hin. Und ich habe das gesehen, ich habe das gelesen, das war in Englisch. Und auf einmal war es wie, jemanden hat mich auf den Kopf geschlagen mit der Hammer. Das war wirklich für mich ein weißes Lichtmoment. Das war ein Boom. Das schwarze Punkt, das ist mein Krebs. Das ist mein Krebs. Ich lege dort, ich lese das und es ist, als jemanden meinen Kopf geöffnet hat, der Gedanken reingetan und wieder gesagt, das ist mein Krebs. Mein ganzes Tagesumlauf, jeder Moment, ich wache auf in der Früh, erste Gedanken ist nicht, Gott sei Dank, ich bin noch am Leben, sondern Krebs. Jede Mahlzeit, jede Getränke, alles spielt futter ich mein Krebs mit das, hat das Kohlenhydrat drin, wird das Glucose meine Krebszellen ernähren. Gell? Alles geht um den Krebs. Jedes Mal, und das ist komisch, aber jedes Mal, wo ich ein kleiner Pieks in der Nähe von der Tumor habe oder ein bisschen Schmerz irgendwo, ist das Metastasis, hat das ausgebrochen. Jeder Reederei, egal was es ist, gell, jede Reederei irgendwie kommt auf Krebs. Mein letzter Gedanke, bevor ich schlafen gehe, ist, wache ich morgen auf oder wäre ich von den Krebs gestorben? Gell? Alles. Und was echt traurig ist im Leben, ist nicht, wie kann man das am besten sagen? Was echt traurig, meiner Meinung nach, im Leben ist, wenn man aufhört, sein Leben zu schreiben, wegen ein kleiner Dunkelflecken. Weil meine Perspektive hat sich total geändert. Es ist mir klar geworden, dass mein Krebs hat die letzten 3 Jahre, damals war 3 Jahre, jetzt ist 6 Jahre Zeit, das Diagnose, die letzten 3 Jahre habe ich mein Leben auf Stillstand. Weißt du, mit der Kennzeichen, du darfst das Kennzeichen stilllegen. Gell? Es ist noch dort, es ist angemeldet, aber es wird nichts benutzt. Das war mein Leben. Ich habe mein Leben stillgelegt, weil alles geht rund um dieses kleine Krebs. Gell? Und es war komisch, aber das hat mich total befreit. Sobald ich das bemerkt habe und verstanden habe, war es mir klar, dass ja, Krebs muss ich wahrnehmen, das ist eine schreckliche Krankheit. Aber irgendwie wird es ein Doppelchaos, wenn ich mit der schweren Krankheit umgehen muss und gleichzeitig das Rest meines Lebens vergeudet habe, weil ich auf den Stillstand gehe. Und wie ich gesagt, das war wie ein weißes Licht. Danach habe ich mich mehr darüber gelesen, in welcher Sinn schwarzer Punkt in unserem Leben eine Rolle spielt. Ich habe ein paar super schöne Beispiele dafür. Weil ich habe genau definiert, meiner Meinung nach, was ein schwarzer Punkt ist. Schwarzer Punkt ist nicht ein Krebs, ist nicht ein Beziehungsstress, ist nicht das. Schwarzer Punkt ist eigentlich irgendwas, was momentan, in dem Moment, dass du nicht in der Lage bist, mit dem zu konfrontiert zu sein. Ein schwarzer Punkt-Moment ist ein Moment, wobei, egal was du magst, es wird falsch. Ein schwarzer Punkt-Moment ist ein Moment, wo du solltest zurücktreten, weggehen, Zeit geben und dann vielleicht zurückkommen und das wieder anschauen. Und ein Beispiel davor, ich kann mich erinnern, ich war auf der Autobahn unterwegs mit meinem Auto, habe ich ein Reifenblatt gehabt. Das passiert jeder. Gell? Da bin ich angehalten, mit Auto bin ich ausgestiegen, bin ich hinten aufgegangen, habe ich das Auto platt gesehen, habe ich geschimpft und das Auto
mit den Fiers getreten, habe ich meine Gelenke gebrochen. Das ist aber extrem, aber ein perfektes Beispiel von einem schwarzen Punktmoment. Gell? Gescheiter wäre, ich sehe mein Auto, Reifen ist hin, ich merke schon, dass ich werde jetzt falsch reagieren, wenn ich gleich reagiere. Ich gehe weg, ich nehme ein bisschen Zeit und dann komme ich vielleicht zurück und repariere mir das. Es ist wichtig in unserem Leben, sehr, sehr wichtig in unserem Leben, diese Perspektive zu behalten zu können. Und wir verlieren unsere Perspektive, wenn wir mit irgendwas konfrontiert sind, was uns verwirrt. Und wenn ich sage wichtig, es ist nicht nur wichtig für unser Psychologe, es ist lebensbedrohlich, wenn wir das nicht tun. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, komischerweise von einer Frau, das ist schon mehrere Jahre her passiert. Weißt du, unser Gehirn arbeitet nicht immer mit unserem Geist. Manchmal, ich habe einen super Philosoph, es geht so, das Gehirn ist nicht in der Lage, allein zu unterscheiden zu können zwischen Fantasie und Realität. Das bedeutet, das Gehirn ist nicht allein in die Lage zu unterscheiden, was Fantasie ist und was Realität ist. Das Körper reagiert aber, was da oben produziert wird. Und dann kommt das Spruch, pass auf, was du denkst. Gell? Und für mich ein perfektes Beispiel von das war eine Frau, die ich vor jahrelang kennengelernt habe, sie ist zu den Frauenarzt gegangen. Gell? Und die Frauenarzt hat sie untersucht und dann gleichzeitig schlechte Nachrichten gegeben. Sie hat sich gesagt, es tut mir wirklich leid, das zu benachrichtigen, aber wir haben ein Geschwür gefunden. Es sieht aus als aggressiv und es Krebs ist. Ja? Und ab dem Moment, wie man verstehen kann, ist die Frau zusammengebrochen. Erstens war sie allein bei der Frauenarzt, sie hat keiner mit. Gell? Und jetzt ist sie benachrichtigt, dass sie Krebs hat. Sie hat 2 kleine Kinder haben. Und die Frau ist heimgefahren, hat mehrmals anhalten müssen, sie hat mir alles erzählt, mehrmals anhalten müssen, weil sie gebläht hat. Sie hat nicht sich traut, jemanden zu telefonieren, gar nichts, sie ist heimgekommen. Daheim hat sie wie ein Robot das Abendsessen gemacht und alles, sie könnte mit keiner reden. Schlafen kannst du es vergessen, sie ist der ganze noch wach geblieben, weil die Gedanken spielen 1000 Kilometer pro Stunde. Gell? Erste Gedanken, wann sterbe ich? Zweite Gedanken, was wir mit den Kindern und so weiter und so weiter und so weiter. In der Früh ist sie aufgestanden und die Kinder ihre Frühstück machen, weil sie das muss. Gell? Bis Nachmittag ist sie total erschöpft, total fertig. Aber trotzdem könnte sie mit keiner reden, weil viele Leute werden mit irgendwas konfrontiert, so wie das, und die verbergen das. Die fühlen sich entweder unheil oder vielleicht Schuld oder wie oder was. Unsere Gesellschaft ist nicht immer sehr freundlich, wenn du mit einer chronischen Krankheit umgehst. Sie hat mit keiner geredet. Die zweite Nacht hat sie auch nicht schlafen können. Kannst du dir das vorstellen? Beim nächsten Tag ist sie wirklich total fertig. Gell? Der Mann, der arbeitet, der hat viel zu tun, der hat das nicht wirklich bemerkt. Gell? Man gibt ihm keine Schuld oder was. Und dann hat endlich die Frau sich entschieden, beim 3. Tag, dass sie muss irgendwo mit dem Mann sitzen und die Kinder erzählen und alles. Gell? Das bedeutet, von das erste Moment, wo sie diese Information bekommen hat, bis den Nachmittag, den 3. Tag, hat sie jeder Symptome und Furcht erlebt, wie jemanden, was krebskrank diagnostiziert war. Gell? Am 3. Tag am Nachmittag bekommt sie einen Anruf. Gell? Und du weißt, was kommt jetzt. Gell? Das war der Frauenarzt. Der hat sich entschuldigt, der hat gesagt, dass er will gern, dass sie sofort reinkommt. Sie hat gesagt, nein, sie hat was vor. Und dann hat er gesagt, ja, dann muss ich dir sagen, wir haben, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber denke, wir haben ihre Unterlagen mit einem anderen Patienten, leider weiß man nicht, wie es passiert ist, gemischt. Sie sind kerngesund, sie haben keinen Krebs, es tut uns wirklich leid. Und früher habe ich gesagt, dass das Kopf
Das Gehirn ist nicht allein in die Lage zu unterscheiden zu können zwischen Wahrheit und Fantasie, aber das Körper reagiert genau auf, was da oben produziert. Die Frau hat sich nicht gefreut, dass sie heil war, weil bis der 3. Tag sind die meisten Symptome von einer schweren Krankheit schon sich ins Körper gebildet. Gell? Sie war schon, ja freilich hat sie eine Freude, nur sie hat genau gelitten wie jemanden, was dieses Krebssorten hat, werden gelitten, trotz dass sie das nicht hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, mit Information, was man nicht in der Lage ist, in dem Moment umzugehen, Platz machen. Na, das ist falsch, nicht Platz machen. Es ist sehr wichtig, dass wenn man solche Informationen bekommt, dass man versteht, wie man mit dieser Information umzugehen und wie man, und ich sage das für jeder chronische Patienten, wie man versucht, sein Gehirn zu steuern und lässt sie nicht sofort in die Richtung gehen. Ich habe es oft gesagt, es ist nicht immer möglich, positiv zu sein, muss auch nicht sein. Es ist aber wichtig, dass man nicht negativ ist, gell? Weil es bringt gar nichts. Ich kenne eine schöne Geschichte zum Beispiel von einem Vater. Sein Sohn hat sein neues Auto gefahren, gell? Mit neuen Felgen drauf. Gell? Und er ist ein bisschen zu einer Dings gegangen, was die Gehweg, hat den Alu verkratzt. Der Vater flippt sofort aus. Ich meine, der flippt sofort, der hat mir das erzählt, der flippt sofort aus. Du kleiner Idiot und da ist drum und dran. Und ich rede mit der Vater eine Woche später und er hat gesagt, Johnny, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe so einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, was ist ja? Mein Sohn redet nichts mit mir, der wollte mit mir, ich meine, der ist höflich, aber das, was wir früher gehabt haben, das ist irgendwie verloren gegangen und ich weiß nicht, was ich machen kann. Und da habe ich gesagt, okay, meinst du, dass du vielleicht falsch reagiert hast in dem Moment? Hat er gesagt, ja, ich habe nur schwarz gesehen und bam. Und ich habe ihm gesagt, ich habe ihm erzählt wegen der schwarzen Punkt und ich habe gesagt, weißt du, was ich wäre in deiner Situation machen, wenn du diese Beziehung mit deinem Sohn schätzt? Ich werde zu deiner Sohn gehen, ich werde ihm sagen, komm, trink mal ein paar Bier zusammen, ich werde dir was sagen. Und sage die schwarze Punkt. Und sage ihm danach, dass das war für dich ein schwarzer Punkt Moment und du bist bei ihm entschuldigt und alles. Und frage ihn, ob er bereit mit dir ist, einander zu helfen, um schwarzer Punkt Moment zu identifizieren, bevor es eskaliert. Und der hat das gemacht. Und eine Woche später ist zu mir gekommen, wir haben geredet, ich habe gefragt, wie es geht, und das ist Wahnsinn. Die Beziehung, was die jetzt haben, die sind so viel besser. Und beide merken sie, wenn einer fängt an, sag mal, ausflippen oder falsch reagieren, wenn einer einen schwarzer Punkt-Moment hat, dann sagt die andere, hey, schwarzer Punkt-Moment. Und das erinnert ihn um genau das, was er macht. Und die Lebensqualität hat sich verbessert, die Beziehung hat sich verbessert. Und ich glaube, sollte jeder auf dieser Erde die schwarze Punkt-Theorie verstehen, wie ich es verstehe, wird das ein ganz anderer Platz. Das wird so viel wegfallen, was wir nicht mehr brauchen. Gell? Ja. Es gibt viel mehr, aber ich glaube schon, dass du verstehst. Ich verstehe, was du meinst. Und wie wichtig das ist. Gell? Und wie wichtig das ist. Ein bisschen Abstand, ein bisschen Platz, um was zu verdauen, um Informationen zu verkraften zu können, um die Perspektive vielleicht zu ändern, zu des Günsten des Persons, nicht des Nachteils. Das war's. Danke, Johnny.